Die Maus, der Vogel und die Wurst. Ein Verzähl von der Brüder Grimm. Da war einmal ein Meisje, ein Vögelchen und ein Wurst, wo mitsammen eine Gesellschaft gebildet hatten. Die haben mitsammen gewohnt und lang so gut gelebt, dass sie ihren Reichtum zugenommen haben. Dem Vögelchen sein Arbeit war täglich in der Wald fliehen und Holz beibringen. Die Maus sollte Wasser dran, Feuer anmachen und den Tisch decken. Und die Wurst sollte kochen. Wenn man zu gut dran ist, fängt man immer an, begierig noch neue Dinge zu werden. Und so ist ein Tag passiert, dass das Vögelchen einen anderen Vogel getroffen hat und hat sich geprahlt über wie gut alles in seinem Haus war. Der andere Vogel hat aber gesagt, dass es ihm nicht so gut klingelt hat. Es tät aussehen, dass das Vögelchen immer sich abschaffen musste, während die anderen viel leichter arbeiten haben. Wenn die Maus das Feuer angemacht und das Wasser reingetragen hat, kann sie in ihr Zimmer gehen für sie Ruhe, bis es Zeit wäre, für den Tisch zu decken. Die Wurst braucht auch nur das Tipp aufpassen, für sie sehen, ob das Essen gut gekocht wäre. Und wenn's bald Zeit wäre, für sie essen, tät sie in die Sauce hupsen und sich bisschen wenzeln, für das Essen fettig und salzig zu machen. Dann, wenn der Vogel heimkommen tät, nun am ganzen Tag am Schaffen, täten die 30 an den Tisch setzen, für sie essen, und nachher täten sie schlafen gehen, bis der andere meint. Das war sicher ein herrliches Leben. Der andere Tag wollte der Vogel nicht Holz holen fliehen, weil, wie der andere gesagt hat, war schon ledig, denn ihre Knechte sind. Sie sollten die Dinge wechseln, für sie sehen, wie's parieren tät. Tun, was die Maus und die Wurst gesagt haben, hat der Vogel seine Meinung nicht geändert. Sie mussten die Dinge anders machen. Deswegen haben sie rausgespielt, was jeder einer machen sollte. Und es ist rausgekommen, dass die Wurst Holz bringen, die Maus kochen und der Vogel Wasser tragen sollte. Was ist dann passiert? Die Wurst hat angefangen Holz zu suchen. Der Vogel hat das Feuer angemacht, die Maus hat das Tipp drauf getun und dann haben die zwei gewartet, bis die Wurst retour war mit dem Brand von der anderen Tag. Aber die Wurst ist so lange ausgeblieben, dass die zwei gemeint haben, etwas war nicht richtig. Der Vogel ist dann zur Suche geflogen. Er war nicht weit weg, wie ein Hund getroffen hat, wo die Wurst gefunden hat. Der Hund hat gemeint, die Wurst war freies Essen und hat sie gejagt und gefressen. Der Vogel hat dem Hund geglaubt, das wäre ein öffentlicher Raub, aber der Hund hat gesagt, er hat falsche Dokumente bei der Wurst gefunden und deswegen wäre ihr Leben ans Ende gekommen. Der Vogel hat selber das Holz geholt, ist traurig heimgeflogen und hat der Maus erzählt, was er gesehen und gehört hat. Sie waren arg betriebt, aber haben dezidiert, das Beste zu tun, für beisammen zu bleiben. Der Vogel hat an den Tisch gedeckt und die Maus hat das Essen gemacht und hat versucht, das zu machen, wie die Wurst es immer gemacht hat. Dadurch das Gemüse wenzeln und schluppen, für Salz und Butter dabei zu tun. Sie hat dann ins Tipp gehupst, aber eben sie in die Mitte gekommen ist, hat sie nicht nur ihre Haut und Haar, aber auch ihre Leben verloren. Wie der Vogel reingekommen ist und das Essen schäppen wollte, konnte er keinen Koch finden. Vor Verzweiflung hat er das Holz hin und her geworfen und die Maus gerufen und gesucht. Ein Teil vom Holz war dicht am Feuer gefallen und hat angefangen zu brennen. Der Vogel ist zum Brunnen geeilt, für Wasser zu holen, aber sein Eimer ist nun gefallen und tät ihm noch auch. Und er hat sich nicht mehr rausgeritten und ist versoffen. Wenn du das gern gehört und gelesen hast, vergiss nicht ein Like zu geben. Du kannst auch den Kanal unterstützen durch unsere Katharsis-Kampagne oder mit einer spontanen Abgabe durch Pix oder PayPal. Unterzeichne den Kanal und stell das Glöckchen an, dass du nicht neue Videos verpasst. Folge mir auch auf Instagram. Dankeschön und bis bald.